Der Stein der Weisen, ja, Band 1, Kapitel 3 bis 5. Eines Tages im Juli nahm Tante Petunia Dudley mit nach London, um dort die Schuluniform für Smeltings zu kaufen. An diesem Abend stolzierte Dudley unter den Augen der Eltern im Wohnzimmer umher. Die Jungen in Smeltings, die trugen kastanienbraune Fräcke, orangenfarbene Knickerbockerhosen und flache Strohhüte, die sie Kreissägen nannten. Außerdem hatten sie knorrige Holzstöcke, mit denen sie sich, wenn die Lehrer mal nicht hinsahen, gegenseitig Hiebe versetzten. Das galt als gute Übung fürs Leben. Onkel Vernon musterte Dudley in den neuen Knickerbockern und sprach vom stolzesten Augenblick meines Lebens. Tante Petunia brach in Tränen aus und sagte, ich kann es einfach nicht fassen, dass das mein süßer kleiner Dudley-Spatz ist. Oh, so hübsch und erwachsen, wie er aussieht. Am nächsten Morgen, als Harry zum Frühstück herunterkam in die Küche, schlug ihm ein fürchterlicher Gestank entgegen. Offenbar kam er von einer großen Emailschüssel in der Spüle. Er trat näher, um sich die Sache etwas genauer anzusehen. In dem grauen Wasser der Schüssel schwamm etwas, das aussah wie ein Bündel schmutziger Lumpen. Was ist das denn? Fragte er Tante Petunia. Sie kniff die Lippen zusammen, wie immer, wenn er eine Frage zu stellen wagte. Deine neue Schuluniform. Harry warf noch einen Blick in die Schüssel. Ah, ich wusste gar nicht, dass sie so nass sein muss. Stell dich nicht so dumm an. Ich färbe ein paar alte Sachen für dich. Ja, die sehen dann genauso aus wie die neuen, die der anderen. Das bezweifelte Harry ernsthaft. Er hielt es aber für besser, ihr nicht zu antworten. Dudley und Onkel Vernon kamen herein. Beide hielten sich beim Gestank von Harrys Uniform die Nase zu. Dann klatschte die Post auf die Türmatte, denn die Klappe des Briefschlitzes quietschte. Hol die Post, Dudley, sagte Onkel Vernon hinter seiner Zeitung hervor. Soll doch Harry sie holen. Hol die Post, Harry. Na, soll doch Dudley ihn holen. Knuff ihn mal mit deinem Smeltingstock, Dudley. Harry wich dem Stock aus und ging hinaus, um die Post zu holen. Dreierlei lag auf der Türmatte, eine Postkarte von Onkel Vernons Schwester Marge, die Ferien auf der Isle of Wight machte, ein brauner Umschlag, der wahrscheinlich eine Rechnung enthielt, und ein Brief für Harry. Harry pflückte ihn auf, starrte auf den Umschlag. Sein Herz schwirrte wie ein riesiges Gummiband. Niemand hatte ihm je in seinem ganzen Leben einen Brief geschrieben. Wer konnte es sein? Er hatte ja keine Freunde. Er hatte keine anderen Verwandten. Er war nicht in der Bücherei angemeldet, hatte deswegen auch nie unhöfliche Aufforderung erhalten, Bücher mal zurückzubringen. Doch hier war er. Ein Brief, so klar adressiert, dass ein Fehler vollkommen ausgeschlossen war. Mr. H. Potter, im Schrank unter der Treppe, Ligusterweg 4, Little Winging, Surrey. Mit zitternder Hand drehte Harry den Brief um, auf das ein Wappenschild eingeprägt war. Beeil dich, Junge! Was machst du eigentlich da draußen? Briefbombenkontrolle? Onkel Vernon gluckste über seinen eigenen Scherz. Harry kam in die Küche zurück, den Blick unverwandt auf den Brief gerichtet. Er reichte Onkel Vernon die Postkarte, die Rechnung, und setzte sich und begann ganz langsam den gelben Umschlag zu öffnen. Onkel Vernon riss den Brief mit der Rechnung auf, schnaubte vor Abscheu, überflog die Postkarte. Dad, sagte Dudley plötzlich, Dad, Harry hat etwas. Harry war gerade dabei, den Brief zu entfalten, der aus demselben schweren Pergament bestand wie der Umschlag, als Onkel Vernon ihm den Brief aus der Hand riss. Der ist für mich, rief Harry und versuchte Onkel Vernon den Brief wegzunehmen. Wer sollte den denn schreiben? höhnte Onkel Vernon, schüttelte das zusammengefaltete Blatt mit einer Hand auseinander und begann zu lesen. Sein Gesicht wechselte schneller von Rot zu grün als eine Verkehrsampel, und es blieb nicht bei grün. Nach ein paar Sekunden war es gräulich weiß wie alter Haferschleim. Petunia, stieß er keuchend hervor. Tante Petunia nahm den Brief neugierig in die Hand, las die erste Zeile. Einen Moment sah es so aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. Sie griff sich an den Hals,
gab ein würgendes Geräusch von sich. Vernon! Ach du lieber Gott! Vernon! Sie starrten einander an, als hätten sie völlig vergessen, dass Dudley und Harry immer noch in der Küche waren. »Ich will ihn lesen, es ist nämlich meiner. Raus wir beide!« krächzte Onkel Vernon und stopfte den Brief in den Umschlag zurück. Harry rührte sich nicht vom Fleck. »Ich will meinen Brief! Lass mich sehen!« verlangte Dudley. »Raus!« brüllte Onkel Vernon, packte beide am Genick und schubste sie hinaus aus der Küche. Knallte die Küchentür hinter ihnen zu. »Vernon«, sagte Tante Petunia mit zitternder Stimme, »schau dir die Adresse an. Wie können Sie wissen, wo wir wohnen? Wie können Sie wissen, wo er schläft? Sie beobachten doch nicht etwa unser Haus? Na, was sollen wir denn tun? Vernon, sollen wir vielleicht antworten? Ihnen sagen wir, nein, nein, wir tun so, als ob nichts wäre. Das ist das Beste. Ja, wir tun gar nichts. Aber nein! Petunia, als wir ihn aufgenommen haben, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen? Als Onkel Vernon an diesem Abend vom Büro zurückkam, tat er etwas, was er nie zuvor getan hatte. Er besuchte Harry in seinem Schrank. »Wo ist mein Brief? Wer hat an mich geschrieben?« fragte Harry. Kaum hatte Onkel Vernon sich durch die enge Tür gezwängt. »Niemand. Er war nur versehentlich an dich adressiert. Ich habe ihn verbrannt.« »Es war kein Versehen. Mein Schrank stand darauf.« »Ruhe!« schrie Onkel Vernon und ein paar Spinnen fielen von der Decke herunter. Ja, Harry, wegen deines Schranks hier. Deine Tante und ich haben gedacht, du wärst allmählich wirklich ein bisschen zu groß dafür. Wir meinen, es wäre doch nett, wenn du in Dudleys zweites Schlafzimmer ziehen würdest. Warum? Keine dummen Fragen, ja? Und bring dieses Zeug nach oben, aber Dalli. Am nächsten Morgen beim Frühstück waren alle recht schweigsam. Die Post kam und Onkel Vernon, der mal versuchte, nett zu Harry zu sein, ließ Dudley aufstehen und sie holen. Sie konnten ihn hören, wie er im Flur mit seinem Smeltingstock mal hierhin, mal dorthin schlug und plötzlich rief er, »Da ist schon wieder einer! Mr. H. Potter, das kleinste Schlafzimmer, Ligusterweg 4, Little Way!« Mit einem erstickten Schrei sprang Onkel Vernon auf von seinem Stuhl, rannte den Flur entlang, Harry hinter ihm her, »Verschwinde in deinen Schrank! Ich meine in dein Zimmer!« Oben in seinem neuen Zimmer ging Harry auf und ab und auf. Jemand wusste, dass er aus dem Schrank ausgezogen war. Und dieser jemand wusste offenbar auch, dass er den ersten Brief nicht erhalten hatte. Das bedeutete doch gewiss, dass dieser jemand es wieder versuchen würde. Und das nächste Mal würde er dafür sorgen, dass es klappte. Um 6 Uhr am nächsten Morgen klingelte der reparierte Wecker. Harry brachte ihn rasch zum Verstummen. Die Dursleys durften nicht aufgeweckt werden. Ohne Licht zu machen, schlich er sich die Treppe hinunter. Er würde an der Ecke des Ligusterwegs auf den Postboten warten und sich die Briefe für Nummer 4 gleich geben lassen. Mit laut pochendem Herzen stahl er sich durch den dunklen Flur zu Hause. Ah! Er ist genauso erschrocken. Ich auch übrigens. Harry machte einen Sprung in die Luft. Er war auf etwas Großes und Matschiges getreten, das da auf der Türmatte lag, etwas Lebendiges. Onkel Vernon hatte in seinem Schlafsack vor der Tür gelegen und genau deshalb, um Harry daran zu hindern, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er schrie Harry etwa eine halbe Stunde lang an, befahl ihm dann Tee zu kochen. Niedergeschlagen schlurfte Harry in die Küche und als er zurückkam, war die Post schon eingeworfen worden, mitten auf den Schoß von Onkel Vernon. »Ich will«, begann er, doch Onkel Vernon zerriss den Brief vor seinen Augen in klitzekleinste Fetzchen. An diesem Tag ging Onkel Vernon nicht zur Arbeit. Er blieb zu Hause und nagelte den Briefschlitz zu. »Weißt du«, erklärte er Tante Petunia mit dem Mund voller Nägel, »weißt du, wenn Sie die Briefe nicht zustellen können, werden Sie sie einfach bleiben lassen.« »Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, Vernon.« Diese Leute haben eine ganz merkwürdige Art zu denken, Petunia. Sie sind nicht wie du und ich, die sind nicht normal.
Onkel Vernon versuchte einen Nagel mit dem Stück Obstkuchen einzuschlagen, den ihm Tante Petunia soeben gebracht hatte. Am Freitag kamen nicht weniger als 12 Briefe für Harry. Am Sonnabend gerieten die Dinge völlig außer Kontrolle. 24 Briefe für Harry fanden den Weg ins Haus, im Inneren der 2 Dutzend Eier versteckt, die der völlig verdatterte Milchmann Tante Petunia durch das Wohnzimmerfenster hineingereicht hatte. Als sich Onkel Vernon am Sonntagmorgen an den Frühstückstisch setzte, sah er müde, ziemlich erschöpft, aber glücklich aus. Keine Post an Sonntagen, Gemahnte er fröhlich, während er seine Zeitung mit Marmelade bestrich. keine verfluchten Briefe heute. Während er sprach, kam etwas pfeifend den Kamin heruntergesaust und knallte gegen seinen Hinterkopf. Und da, einen Augenblick später, kamen 30 oder 40 Briefe wie Kanonenkugeln aus dem Kamin geschossen. Die Dursleys gingen in Deckung. Harry hüpfte in der Küche umher und versuchte wenigstens einen Brief zu fangen. Das reicht. Ich möchte, dass ihr euch alle bereit findet in 5 Minuten zur Abreise. Ruhe, keine Widerrede. Sie fuhren also weg. Im Auto von Onkel Vernon. Sie fuhren und fuhren und fuhren. Selbst Tante Petunia wagte nicht zu fragen, wo sie denn hinfuhren. Und hin und wieder machte Onkel Vernon scharf kehrt und fuhr dann in die entgegengesetzte Richtung, drehte sich immer wieder um. Schüttelt sie ab, murmelte er dann. Und endlich machte Onkel Vernon vor einem dunkel aussehenden Hotel am Rand einer großen Stadt Halt. Am nächsten Morgen frühstückten sie muffige Cornflakes und kalte Dosentomaten auf Toast, was Engländer halt so morgens frühstücken. Und kaum waren sie fertig, trat die Besitzerin an den Tisch und sagte: Verzeihen Sie, aber ist einer von Ihnen hier Mr. H. Potter? Weil ich habe da ungefähr 100 von diesen Dingern am Empfangsschalter. Sie hielt einen Brief hoch, sodass man die mit grüner Tinte beschriftete Adresse erkennen konnte. Mr. H. Potter, Zimmer 17, Hotel zum Bahnblick, Cokeworth. Ich nehme sie, Sagte Onkel Vernon, stand rasch auf und folgte ihr aus dem Speisezimmer. Wäre es nicht besser, wenn wir einfach nach Hause fahren, Vernon? Schlug Tante Petunia mit schüchterner Stimme vor. Doch Onkel Vernon ließ sich davon nicht beirren, sie fuhren weiter. Daddy ist verrückt geworden, nicht wahr? Tante Dudley spät am Nachmittag sagte das und Onkel Vernon hatte an der Küste geparkt, sie für 3 Stunden im Wagen eingeschlossen, war verschwunden und dann kam er zurück mit einem diabolischen Grinsen auf dem Gesicht. ich habe den idealen Platz gefunden. Kommt alle aussteigen. Und dieser Gentleman hier hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns sein Boot zu leihen. Im Boot war es bitterkalt und nach Stunden, so kam es ihnen vor, erreichten sie endlich den Fels, wo sie Onkel Vernon rutschend und schlitternd zu dem heruntergekommenen Haus führte. Er war bester Laune, offenbar glaubte er, niemand hätte eine Chance, sie hier im Sturm zu erreichen und Post und Briefe zuzustellen. Die Nacht rückte vor und Harry konnte nicht schlafen. Der Leuchtzeiger von Dudleys Uhr, die an seinem dicken Handgelenk vom Sofarand herunterbaumelte, sagte Harry, dass er in 10 Minuten 11 Jahre alt sein würde. Er lag da, sah zu, wie sein Geburtstag tickend näher rückte. Ob die Dursleys überhaupt an ihn denken würden, fragte er sich, wo der Briefeschreiber jetzt überhaupt war. Noch 5 Minuten. Harry hörte draußen etwas knacken. Noch 4 Minuten. Vielleicht war das Haus am Ligusterweg, wenn sie zurückkamen, so vollgestopft mit Briefen, dass er einen davon erwischen konnte. Noch 3 Minuten. Was das Meer, das so hart gegen die Felsen schlug? Noch 1 Minute. Und dann war er 11, 30 Sekunden, 20, 10, 9, 8. Vielleicht sollte er Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. 3, 2, 1. Bum, bum. Und den Rest müsst ihr dann selber hören.